Welcome to Simply Included, a European project to promote inclusion in vocational training. Here's an inspiring story that will motivate you to create your own. Ich bin Ramona Lopez, ich arbeite als Arbeitsmarktberaterin im Netzwerk Mehr Land in Sicht. Unsere Hauptaufgabe ist die Beratung von Geflüchteten. Wir erstellen Lebensläufe, wir unterstützen bei der Anerkennung von Zeugnissen, wir machen natürlich auch Verweisberatung, Stellensuche, wir bereiten auch Vorstellungsgespräche vor, sind mit Unternehmen in Kontakt und vieles mehr. Warum sollte ich niemanden einstellen, der einen anderen Hintergrund mitbringt? Da fallen mir natürlich schon Gründe ein. Manche Leute haben Ängste, haben Sorgen, dass die Person nicht ins Team passt. Da können manchmal schon Schulungen helfen, so wie sie von unserem Netzwerk angeboten werden, interkulturelle Öffnung. Was kann eine Firma tun, um jemanden zu empfangen, jemanden willkommen zu heißen? Auch vorbereitet zu sein auf Probleme, die vielleicht auftauchen können. Und das sind alles lösbare Probleme. Also ich würde jederzeit jemanden einstellen, der motiviert ist und einen Fluchthintergrund hat. Also eine Schwierigkeit war für uns immer, dass wir nicht gut einschätzen konnten in der Kürze der Beratungszeit, was bringt die Person wirklich mit, welche Kompetenzen hat sie, welche persönlichen Kompetenzen, welche sozialen Kompetenzen, welche Fach- und Methodenkompetenzen hat sie vielleicht und auch welche beruflichen Erfahrungen bringt die Person mit. Um herauszufinden, was Menschen für Kompetenzen haben oder für berufliche Vorerfahrungen, benutzen wir die Kompetenz- und Berufe-Karten. Mit diesen Karten kann man einer Person ziemlich nahe rücken, auf positive Art und Weise. Und man kommt ins Gespräch und es entsteht auch eine Art von Vertrauensverhältnis. Und so kann man herausfinden, welches sind die speziellen Fähigkeiten einer Person und wie können wir diese Fähigkeiten beruflich nutzen. Wir haben Tätigkeitsbereiche auf den Karten mit dem grünen Rand. Auf der Vorderseite haben wir echte Bilder, sodass sich die Leute auch wirklich vorstellen können, worum geht es jetzt in diesem Tätigkeitsbereich. Zusätzlich zu diesen Tätigkeitsbereichen haben wir auch noch Einzelberufe-Karten, das sind die mit dem blauen Rand, das sind 30 Einzelberufe. Eine erste Hürde ist natürlich immer die Sprache, also je besser die Sprachkenntnisse sind, desto höher sind die Chancen, dass auch was funktionieren kann in Richtung Arbeit oder Ausbildung. Viele Menschen, die schon berufliche Vorerfahrungen haben, haben Schwierigkeiten mit der Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation. Eine weitere Rolle spielt Intersektionalität, also Mehrfachdiskriminierung. Da kann man als Beispiel anfügen, dass jemand nicht nur diskriminiert wird, weil er geflüchtet ist, sondern auch noch diskriminiert wird, weil sie eine Frau ist. Und wenn jemand dann diese Hürde übersprungen hat und tatsächlich eingeladen ist, zu einem Vorstellungsgespräch gibt es da natürlich auch Hürden. Also es gibt Verhaltensweisen, die sozial erwünscht sind. Als kleines Beispiel der Augenkontakt. Problematik, die sich dann daran anschließt, wenn vielleicht auch diese Hürde genommen wurde, sind die Einstellungstests, die für Menschen, die nicht in Deutschland beschult wurden, kaum zu schaffen sind. Das ist ein Problem und da wünschen wir uns unbedingt Veränderungen und mehr Sensibilisierung auf Seiten der Unternehmen. Ihr müsst einen langen Atem haben. Es ist wichtig, dass ihr durchhaltet. Es ist kein einfacher Weg, aber es ist ein Weg, der sich lohnt. Besser, ihr macht irgendwas als nichts. Besser, ihr macht einen Minijob neben dem Deutschkurs, bis ihr eine Ausbildung findet, als dass ihr nur zu Hause sitzt. Bleibt im Gespräch, bleibt in der Sprache, lernt Leute kennen. Auch hier in Deutschland ist es so, dass Beziehungen zu Jobs führen können. Haltet durch, es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr eine abgeschlossene Ausbildung habt, sind eure Jobchancen besser, ihr verdient besser
und ihr habt mehr Schutz vor Arbeitslosigkeit. Nutzen Sie die bestehenden Angebote, lassen Sie sich schulen im Bereich interkulturelle Öffnung und geben Sie Geflüchteten die Chance, die Fachkräfte von morgen werden zu können. For more information, visit our website or our Facebook page. Thanks for watching. Until next time, stay simply included.